Hallo, schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, wir lieben es, unsere Umwelt immer wieder neu zu entdecken und das machen wir meistens auf unseren Touren beim Wandern. Und wir, das sind Claudia und ich bin Sonja. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt ihr einfach mit und begleitet uns. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind auf dem Weg zu dem Bergdorf Mochos und heute gibt es 2 Touren in einer, also auch 2 Videos in einem. Los geht es als erstes bei dem Dorf Mochos einmal runter zu dem Küstenort Stalis und dann nochmal von wieder dem Ort Mochos runter zum Küstenort nach Malia. Diese 2 Touren laufen so ein bisschen parallel und es handelt sich dabei um alte Eselspfade, die damals von diesem Ort Mochos runtergeführt haben an die Küste. Wir wünschen euch viel Spaß. So, wir sind schon auf dem Weg und wir sind jetzt gerade bei Mochos weggelaufen oder losgelaufen. Begrüßung hier. Wir sind jetzt hier auf dem Feldweg hoch zum kleinen Kloster und ab da werden wir dann langsam den Bulgarikop-Pfad, wie der sich wohl nennt, nehmen runter nach Stalis. Da haben wir den Klostereingang erreicht und jetzt hier schon eine schöne Aussicht hier runter auf den Ort Stalis. So, wir haben jetzt hier den Anfang von unserem Pfad. So sieht das aus und wenn ich das richtig sehe, geht es dann wohl da runter, da rum, ja, und lassen wir uns mal überraschen. Ja, hier kann man jetzt gerade schon sehr schön diesen ehemaligen Eselspfad sehen. Und damals, muss man dazu sagen, gab es natürlich keine Straßen, so wie man sie jetzt sehr schön sehen kann, sondern es gab tatsächlich nur diesen Pfad, auf dem die Leute dann tatsächlich von Mochos runtergekommen sind nach Stalis. Und man muss natürlich bedenken, sie sind das Ganze ja auch wieder hochgelaufen. Und interessant ist vielleicht auch, dass es auf der anderen Seite von dem Dorf auch einen ähnlichen Pfad gibt, runter in den anderen Ort Malia. Das Tolle hier bei diesem Weg, finde ich, ist, dass man wirklich die ganze Zeit dann diese wunderschöne Sicht hat. Bei diesem Pfad hier, der hinunter nach Stalida führt, muss man zweimal diese Straße überqueren. Ist nicht weiter dramatisch, sofort die andere Seite fängt genau gegenüber an. Und somit muss man dann mal Türchen auf, Türchen zu machen. Und auf der anderen Seite geht es dann wieder weiter. Ja, das ist hier alles voller Klee jetzt. Deswegen muss ein bisschen aufpassen, das ist teilweise ein bisschen rutschig. Ja, weil dieses Gras, das Klee dazwischen. Genau, deswegen, der Weg ist an sich nicht rutschig, nur durch die Regen jetzt, dadurch, dass das jetzt ein bisschen grün ist, das sieht man auch hier. Wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Genau, also Vorsicht. Richtig, wir rutschen jetzt nach Stalis. Ist mir das hier nicht. Nein, das sind irgendwie riesige Stufen, oder? Ja, der Klee, Aha. der macht das Ganze echt ein bisschen fies. Ja. Ich glaube, ich hätte jetzt gerade gerne meine Stöcke. Ja, die liegen im Auto. Genau. Ja, die Wegbeschaffenheit hier von diesem Pfad wirklich durchwachsen. Von Eselspfad mit Gestein, bisschen Geröll, über wirklich schön gepflasterten Weg.
Und die andere Seite, was wir vorhin schon erwähnt hatten, ein ähnlicher Pfad führt von Mochos auch in den anderen Ort Malia. Da muss man sagen, ist fast der gesamte Weg so gepflastert, während wir das hier nicht so haben. Wir haben unsere erste Wanderung beendet und ich stehe hier gerade an der Station der Bimmelbahn. Diese fährt im Sommer hier von den Urlaubsorten direkt mit der entsprechenden Tour natürlich hoch nach Mochos zu dem Ausgangspunkt unserer 2 Wanderungen. Dann wählt man die entsprechende Wanderung und kann dann dort wieder zurück in den Urlaubsort laufen. Wir beginnen jetzt hier unsere zweite Wanderung, den zweiten Teil, und zwar von Mochos runter nach Malia. Und beginnen tut diese Wanderung tatsächlich mit der Durchquerung eines Schafspferchs oder Ziegenpferchs, wo man einmal durch muss. Das sind allerdings nur 20 Meter. Und dann kommt man also auch dort zum Anfang zu diesem Eselspfad, der uns dann runterführen wird nach Malia. Wir sind gerade da durch diesen Schafspferch durch. Sind hier gerade auf so einem kleinen Pfad und in Kürze müssten wir dann langsam auf diesen Eselspfad kommen. Na, da ist er doch. Schon ansatzweise hier. So, man kann hier sehr schön sehen, dass dieser Eselspfad richtig schön gepflastert ist. Und die wurden ja angelegt, um Mochos zu verbinden mit der Küste. Einmal diese Seite hier Richtung Malia und dann natürlich die andere Seite. Ist das kalt. Fantastischer Blick. Ich glaube, wir gehen nach vorne mal runter. Ja, wir gehen jetzt mal gerade hier ein bisschen vom kleinen Weg runter. Einfach, um zu zeigen hier, wir haben einen fantastischen Ausblick. Also, hier die eine Seite, hinten kann man sehen Malia und auch noch Sisi. Dann haben wir hier unten Stalis und dann kommen wir weiter nach da hinten Chersonissos, wie gesagt, Anisara. Ja, fantastisch. So, und da kann man auch ein ganz klein bisschen das Kloster sehen und natürlich diese Straße. Und bei unserem Weg von Mochos nach Stalis sind wir dort bei dem Kloster ja auch vorbeigekommen. Das heißt, der Weg führt dort direkt längs. Und hier kann man ja auch schön die Straße sehen, diese Hauptstraße, die hoch nach Mochos führt. Und bei dem Weg nach Stalis muss man diese Straße tatsächlich auch zweimal überqueren. Während wir das hier auf diesem Weg nach Malia gar nicht haben. Wir kommen langsam weiter runter. Kann man sehr schön sehen. Gott sei Dank, die Sonne kommt ein bisschen raus. Also vorhin, als wir losgelaufen sind, war es wirklich eisig. Also auch auf dieser Tour kaum Schatten. Also das sei auch dazu gesagt. Was heißt, wer sowas im Sommer macht, der muss sich auf richtig heiße Temperaturen einrichten. Der sollte auf jeden Fall genügend Wasser dabei haben. Ja, feste Schuhe versteht sich auf den Touren hier auf Kreta im Endeffekt von selbst. Auch hier ist der Weg, wie gesagt, eigentlich sehr gut, aber trotz alledem sollte man immer sagen, feste Schuhe sind ein absolutes Muss hier, wenn man hier in der
Gegend so in den Bergen und so unterwegs ist. Zwischen diesen Johannisbrotbäumen. Man nimmt den offensichtlicheren Weg. Verlaufen kann man sich in dem Sinne nicht. Und diesen folgt man. Und jetzt gleich kommen wir hier auf so eine kleine Schotterstraße. Und dann erreichen wir auch gleich schon in Kürze die Brücke. Und da hinten im Hintergrund sehr schön die beschneiten Berge. So. Und auch hier sieht man, geht der kleine Pfad weiter. Wir kommen gleich noch an einer kleinen Höhle vorbei. Da können wir mal kurz reinluken. Und dann haben wir es auch schon bald geschafft. Ja, ja. Ich glaube, es geht. Kommt die Sonja. Das letzte Stückchen. Hast du das nicht gesehen? Was denn? Ja, guck mal hier. Nein, da bin ich dran vorbeigelaufen. Ja. Ah, komm mal her. Komm mal her, hier. Ja, sehr nett. Okay, nimmst du das Souvenir mit? Nee, heute nicht. Das heißt, den lassen wir hier. Der kann das Ganze beobachten. Ja, So, ja, genau. der kann sich an den Leuten erfreuen. Okay, ich wollte eigentlich sagen, das letzte Stückchen, man sieht, hier sind jetzt schon die Hotels, die Häuser von Malia und somit das kleine Stückchen, ach, keine 5 Minuten, dann sind wir dann auf der Straße. Dann ist man schon zwischen diesen Hotelanlagen und dann folgt man einfach hier diesen Hauptweg, bis man dann unten auf der Hauptstraße ist, zwischen Malia und Stalleda. Wir haben unsere 2 Wanderungen abgeschlossen und werden jetzt von Stalis aus einmal durch den Ort Stalis weiterfahren zu dem Ort Malia. Und danach werden wir dann auch noch ein Stückchen außerhalb nach Malia fahren, nämlich dort befindet sich einer der 4 minoischen Paläste, die es hier auf der Insel Kretas gibt und natürlich auch ein sehr schöner Strand und auch diesen wollen wir euch nicht vorenthalten. Noch einmal ganz kurz, da wir viel zu den Orten Malia und Stalis erzählt haben in diesem Video. Es handelt sich dabei um 2 Urlaubsorte, die sich östlich von Heraklion befinden. Wir haben den minoischen Palast von Malia erreicht und natürlich direkt daneben gelegen auch noch der Strand, den wir euch auch gleich noch zeigen werden. Somit also noch ein paar Impressionen und unsere Wanderungen gehen dann jetzt hier auch dem Ende entgegen. Wir hoffen natürlich, vielleicht konnten wir euch einen Anreiz geben, wenn ihr irgendwann hier in diesen 2 Urlaubsorten Urlaub macht, diese selber auszuprobieren. Somit, ja, sagen wir Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.